Es gehört in ein Museum, genau wie dieses Spiel Indiana Jones and the Last Crusade, das große LucasArts Adventure aus dem Jahre 1989. Mit Nazis, Humor, Rätseln und meinem Vater. Ich hab's nochmal gespielt, stilecht mit Hut, Peitsche und natürlich dem Tagebuch. Und ihr kommt mit. Schnell den Hut gegen das Headset getauscht und schon geht's los rein in Indiana Jones and the Last Crusade. Natürlich über Scum VM. Und auch wenn es MIDI-Musik ist, diese Melodie ist natürlich... Uah. Herrlich, oder? Man muss glatt mitsingen. Und da läuft er, der junge Indy. Die berühmte Anfangssequenz aus dem dritten Kinofilm, der im gleichen Jahr erschien, ne? 1989, sowohl Film als auch Spiel. Und dann gibt es einen Zeitsprung, Barnard College, New York, 1938. Hallo Markus! Indy, du bist zurück! Ja, und ich habe das Kreuz von Coronado. Wunderbar, ich weiß, wie lange du danach gesucht hast. Mein ganzes Leben. Indy, warum bist du so nass? Frag lieber nicht. Ich muss erst mal aus diesen nassen Sachen raus. So, und da sind wir auch schon drin. Ich bin Indiana Jones, willkommen im Spiel. Du kannst jederzeit F5 drücken, um zu speichern. Das war tatsächlich 1989 eine sehr feine Sache. So, und wir haben unten das berühmte Menü, sage ich mal, mit den Begriffen. Wir denken dran, Indiana Jones war das dritte Adventure im Grunde aus dieser Reihe nach Maniac Mansion, Zack McCracken und dann eben Indiana Jones, also noch in der Frühzeit der Adventure Games von LucasArts, damals noch Lucasfilm Games. So, wir können nicht in meinem besten Anzug, der wird ja ganz verknittert. Also wenn wir uns umziehen, dann können wir das Boxen üben. Das Boxen ist so eine Sache, die in diesem Spiel leider, sein muss. Hallo Dr. Jones, wie soll ich denn mit Ihnen kämpfen? Seien Sie sanft, machen wir ein ganz normales Training, geben Sie mir alles. Wir machen ein sanftes, machen es sanft, damit ich es euch kurz erklären kann, weil das ist tatsächlich eine der Sachen an dem Spiel, was ich nicht mag. Man kann mit den Num-Block-Tasten die Höhe wechseln. Man muss gucken, dass man die gleiche Höhe wie er hat und dann kann man blocken oder eben zuschlagen. Zuschlagen, tief, Mitte, hoch oder man wechselt die Position und kann dann blocken. Und ganz ehrlich, dieses System ist einfach nur nervig. Also da haben sie sich wirklich keinen Gefallen getan, das einzubauen. Und das Blöde ist, man kann das Kämpfen. Ja, das war jetzt einfach, weil natürlich ich auf die leichteste Stufe gestellt habe. Man kann das Kämpfen in vielen Bereichen nicht umgehen. So, wir lassen das mal sein. Es sei denn, man weiß genau, wie man die Gegner bequatschen muss oder und was man tun muss. Also das Kämpfen ist tatsächlich blöd und man kann vor allem seine eigene Energie nicht auffüllen. Also ja, kommen wir später nochmal dazu. Jetzt gehen wir erstmal zu Markus und gucken uns an, was er so zu sagen hat. Rede, wo ist denn Rede? Rede da, Rede. Rede mit Markus und dann nochmal klicken. Hallo Markus, habe ich was verpasst, während ich weg war? Erinnerst du dich letzten Monat, als du für Professor Mulbray die teure mexikanische Statue datieren solltest?
Ja, diese billige Imitation, natürlich glaubte er mir erst, nachdem ich sie zerbrach und ihm den Querschnitt zeigte. Das war vielleicht etwas hart in seiner Situation. Sei kein Spiel für den Markus. Warum, Markus? Hast du deinen Sinn für Humor verloren? Du musst der Richter darüber sein. Aber es war unfair, den Knaben just dann zu erwischen. Just dann? Was meinst du damit? Siehst du, wir haben diesen neuen Geologen, der sich auch für einen Archäologen hält. Er hat Mulberry gesagt, er solle das Ding kaufen. Sicher hinter meinem Job her. Wer ist dieser Experte? Sein Name ist John Reid. Ich weiß nicht, was sich die Geologen dabei gedacht haben, als sie den eingestellt haben. Ach, vergiss es. Glückwünsche nochmal für das Kreuz. Danke, wir können mein Honorar später besprechen, bei gutem Essen und Champagner. Und Türe zu. So, dann gehen wir in unser Büro. Natürlich haben wir Hintergründe, die über mehrere Breiten des Screens gehen. So, öffne Tür. Das sieht man, man muss wirklich die Sätze noch zusammenstellen. Das ist wirklich noch die Frühzeit. Studenten, etwas Geduld bitte, ich bin's hier, Dr. Jones ist bald zurück. Aber wir warten schon den ganzen Tag auf die Zeugnisse. Genau. Ah! Irene, was ist hier passiert? Oh, Dr. Jones, bin ich froh, dass Sie wieder da sind. Diese Studenten sind sehr sauer. So, wir reden mit den Studenten. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Geht nicht. Rede mit Studenten. Aus dem Weg, Kinder. Hier geht nichts mehr, wir wollen unsere Zeugnisse. Also wir müssen jetzt dran denken, wir kennen ja den Film und die Lösung ist tatsächlich, wird im Kinofilm genannt. Passt mal auf. Hey, immer mit der Ruhe, wir können das ruhig besprechen. Ich will mein Zeugnis jetzt. Einen Augenblick, Leute, uns fällt sicher eine Lösung ein. Was wollen Sie denn tun? Ich war zuerst da. So. Ruhig bleiben, ich habe eine Lösung, die fair für alle ist. Gut, solange es eine faire Lösung gibt. Irene, machen Sie eine Liste und ich sehe alle nacheinander. Das ist die Lösung, das macht er auch im Film. Ich war zuerst, nein, dann komme ich. Und er kann ins Büro flüchten. Genau. Das wird Sie nicht lange aufhalten, ich gehe besser nicht nochmal da rein. So, wir sind in unserem Büro und es gibt hier einige Easter Eggs. Schaut mal hier drüben. Schau an, Totempfahl. Den erhält ich von einem seltsamen Stamm in Brasilien, der Hunde und Kaninchen anbetet. Und wer genau hinschaut, sieht natürlich hier Sam und Max. Das hat mir jemand aus dem Skulpturkurs gegeben. Es gibt ganz viele Dinge hier hinten. Schau an, Maske. Die habe ich von einem Schamanen aus Kinshasa in Afrika. Also, wir schauen uns mal hier diesen Stapel Papier an, Werbesendungen. Das ist nur Werbung. Wir nehmen die Werbung. Wir nehmen das, was darunter ist, die Briefe. Und wir nehmen das, was darunter ist, die Papiere. Und dann sehen wir, was nochmal darunter liegt, nämlich das Päckchen. Das sieht wichtig aus, den anderen Müll lasse ich hier. So, und dann öffnen wir das Päckchen. Wo ist Öffne? Da, Öffne Päckchen. Es ist das Graal-Tagebuch meines Vaters. So, wir haben das Graal-Tagebuch. Was wir uns auch noch anschauen können, ist das Regal hier hinten. Nicht die Steine, das sind Kopien der Sankara-Steine, die ich etwa vor 3 Jahren gerettet habe. Die Sankara-Steine, ja, daran erinnern wir uns gut. Ja. Nein, hier das Glas mit Lösungsmittel. Das brauchen wir dann später noch. Was haben wir da noch? Krempel. Ja, wir gehen jetzt durchs Fenster. Wir können nicht mehr zu den Studenten raus. Wir öffnen das Fenster. Das weiß ich noch tatsächlich von früher. Und dann gehen wir. Dr. Jones, folgen Sie uns bitte. Das wie im Film, ne? Das kennen wir.
Guten Morgen, Dr. Jones. Hatten Sie eine angenehme Fahrt? Ich werde nicht oft von 2 Revolvermännern abgeholt. Meine Leute haben Sie hoffentlich nicht beunruhigt. Mein Name ist Donovan, Walter Donovan. Ich weiß, wer Sie sind, Mr. Donovan. Ihre Spenden an das Museum waren immer sehr großzügig. Einige Stücke Ihrer Sammlung hier sind wirklich beeindruckend. Wie Sie, Dr. Jones, habe ich eine Schwäche für Antiquitäten. Sehen Sie sich das hier mal an, das dürfte Sie interessieren. Frühe christliche Symbole, Mitte 12. Jahrhundert. Woher stammt der Stein? Aus den Bergen nördlich Ankara. Können Sie es übersetzen? Der obere Teil fehlt, aber der Rest wird in seinem Inneren die Quelle ewigen Lebens sprudeln, durch die Wüste zu der Schlucht des Halbmondes, wo die Schale, die das Blut Jesu Christi enthält, für alle Zeiten ruht. Der heilige Gral, Dr. Jones, er bringt jedem, der aus ihm trinkt, das ewige Leben. Der Traum eines alten Mannes. Der Traum eines jeden Mannes inklusive ihres Vaters. Er ist doch der größte Gralsgelehrte auf der Welt. Auf jeden Fall wird gerade ein Versuch unternommen, den Gral zu bergen. Aber die Tafel ist nicht vollständig. Wo sollte man suchen? Diese Tafel ist einer von 2 Markern, die 3 Ritter im ersten Kreuzzug zurückließen. Dieses franziskanische Manuskript sagt, der 2. Marker wurde mit einem der Ritter begraben. Er sagt auch, dass eine Beschreibung des Grals auf dem Weg zum Grab des Ritters gefunden werden kann. Sehr wichtig. Hier steht auch, dass es ein Gemälde gibt, das eine Frage meines Vaters beantwortet. Leuchtet der Gral? Aber hier steht nicht, wo man das Grab des Ritters findet. Unser Teamleiter war sicher, es sei in Venedig, Italien, und dort ist er auch verschwunden. Ich möchte, dass Sie die Expedition übernehmen. Sie haben den falschen Jones. Reden Sie mit meinem Vater. Das haben wir getan. Er ist der Mann, der verschwunden ist. So, der Rest, den kennen wir ja auch aus dem Film. Jetzt sind wir zurück im College. Wir können natürlich zum College hineingehen. Er geht nicht direkt rein. Öffne Tür. Das müssen wir extra anklicken. Also man sieht, es ist noch etwas sperrig von der Steuerung. Aber es bringt nichts, wir gehen da nicht rein, wir kommen nicht durch, die Studenten sind nämlich immer noch da. Wir gehen zum Fenster herein. Beziehungsweise, wartet, wir gehen erst zum Haus meines Vaters. Reise zu Henrys Haus. Was für ein Chaos! Wonach hat man hier wohl gesucht? Vielleicht das Tagebuch, das Vater mir geschickt hat. Ich hätte es besser an die Marx Brothers schicken sollen. Entschuldigung, kommt erst später. Keins dieser Papiere ist von Bedeutung. So, wir drückten das Regal, das weiß ich auch noch. Also es gibt ja echt noch ein paar Sachen, die weiß ich noch von damals, als ich das mit meinem Kumpel auf dem Amiga gespielt habe. Genau, wir drücken das Regal und da ist hier dieser Klebestreifen. Nimm Klebeband. Schau an, Klebeband. Es ist ein dicker Klumpen Klebeband. Genau, weiter können wir nichts tun. Doch, dieses Bild hier hinten können wir noch nehmen. Gehe zu Bild. Schau an Bild. Das ist ein Bild, das ich als kleiner Junge gemalt habe. Es zeigt einen Pokal, den Vater mal gewonnen hatte. Den nehmen wir. Dann haben wir hier die Tischdecke. Wir nehmen die Tischdecke. Die Pflanze ist im Weg. Dann nehmen wir die Pflanze. Ich stelle sie hier unten ab. Dann nehmen wir die Tischdecke. Pupp. Und dann können wir die Truhe öffnen. Nein, ist abgeschlossen. Also, wir gehen zum College. Wir steigen durchs Fenster. Wir benutzen das Klebeband mit dem Glas. Und ihr merkt schon die ganze Zeit, ich muss für jede Aktion nochmal klicken. Also ich habe jetzt benutze Klebeband in Glas und jetzt muss ich nochmal draufklicken. Also es ist ein bisschen... Es scheint zu wirken. Hey, da war ein Schlüssel drin. Wie schön, ein Schlüssel. Dann gehen wir da... Achso, wir können einfach zu Henrys Haus reisen. Benutze kleiner Schlüssel in Truhe. Seht ihr? Und jetzt muss ich nochmal klicken.
Das ist das Tagebuch, das ich als kleiner Junge gemacht habe. Es sollte so aussehen wie das meines Vaters. Nimm altes Buch. Schau an, altes Buch. Ach so, kann man nicht. Ich dachte, man kann es öffnen. Gut, dann sind wir hier fertig. Jetzt können wir nach Venedig reisen. Ah, Venedig. Woran werden wir diesen Dr. Schneider erkennen, wenn wir ihn sehen? Vielleicht kennt er uns? Dr. Jones? Ja? Ich wusste, dass Sie es sind. Sie haben Ihres Vaters Augen. Und meiner Mutter Ohren. Sie dürfen mit dem Rest machen, was Sie wollen. Es scheint so, als wären die besten Teile schon vergeben. Marcus Brody? Ganz recht. Dr. Elsa Schneider. Oh, was wissen Sie über das Verschwinden meines Vaters? Nicht viel, wir arbeiteten gerade in der Bücherei, als es passierte. Ich führe Sie hin. Warum geht ihr zwei nicht ohne mich los? Ich würde gerne eine ruhige Gondelfahrt machen. Na gut, Markus. Dr. Schneider, Sie führen. Achtet mal drauf, jetzt sind die Figuren da unten klein, da oben waren sie noch groß. Ich sag gleich was dazu. Es sieht eher wie eine Kirche aus. Sie haben ganz recht, es war eine Kirche während der Kreuzzüge. Nun, kurz bevor Ihr Vater verschwand, murmelte er etwas von römischen Ziffern. Er sagte, er hat überall nach ihnen gesucht, ohne Erfolg. Die Bücherei macht bald zu. Ich kläre mal, dass wir hier bleiben können. Dann können wir uns in Ruhe umsehen. Entschuldigen Sie, mein Herr? Entschuldigen Sie. Hallo, Sie. Ich glaube nicht, dass er Schwierigkeiten macht, Dr. Schneider. So, ich sagte gerade was mit den Figuren. In diesem Spiel ist es noch so, dass die Figuren nicht skaliert werden über die Bildschirmtiefe. Das heißt, die Figur ist immer in der gleichen Größe zu sehen, auch wenn sie nach hinten oder nach vorne läuft. Das ist eine Besonderheit, die erst später dazukommt in den LucasArts Adventures. So. Wir müssen durch die Bibliothek in die Katakomben. Und jetzt kommt eine der Sachen, die so richtig einen annerven kann bei Indie 3. Es gibt, das habt ihr ja schon gemerkt, keine Hotspots. Es gibt schon Hotspots, aber man sieht sie nicht. Also wenn ich jetzt drüber fahre, dann passiert gar nichts. Erst wenn ich klicke. Diese Bücher sind nicht sehr interessant. Schau an Buch. Das sieht interessant aus. Was habe ich jetzt entdeckt? Schau an Bücher. Ein Stapel Do-it-yourself-Bücher. Ach genau, pass auf. Jetzt schau an das Buch. Nimm Buch. Es heißt, so fliegt man einen Doppeldecker. So, schauen wir mal an, die Gebrauchsanleitung. So fliegt man einen Doppeldecker. Seht ihr mal? Das hier. Dieses Buch steht in diesen Bücherregalen. Es gibt ganz viele Bildschirme, wo Bücher stehen. Und da ist das Buch. Und damit kann man später den Doppeldecker starten, weil diese Anleitung ist nicht so ganz einfach. Das muss man später in einer vorgegebenen Zeit machen. Und dann kann man die ganze Zeppelin-Sequenz komplett überspringen. Hat man dieses Buch nicht, ist es quasi unmöglich, diesen Doppeldecker zu starten. Andererseits, man verpasst die Zeppelin-Sequenz. So, wir gehen eins weiter und dann sehen wir hier, Vater hat überall nach römischen Ziffern gesucht. Das X markiert den Punkt. So, wir gehen aber noch eins weiter. Wir brauchen noch weitere Bücher. Hier ist eines, das sieht interessant aus. Es liegt nämlich quer. Das sieht interessant aus. Nimm Buch. Das ist Hitlers Buch Mein Kampf. Genau, das brauchen wir später noch. Damit können wir nämlich einen der Soldaten dann überreden bzw. bestechen. Also ihr seht, es sind so Dinge, wenn man diese Bücher nicht dabei hat oder gewisse Dinge nicht macht, dann muss man später auch gegen Soldaten kämpfen. Und das Kämpfen ist, finde ich, sehr schwer und das ist auch wahnsinnig nervig. Und ja, wenn man es eben an der Stelle nicht hat, dann kann man später nicht überspringen. So, es war noch irgendwo was Interessantes. Das war aber nicht mehr genau wo.
Mein Vater ließ mich die lesen, als ich noch klein war. Schau an Bücher. Geh mal eins weiter. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Irgendwo vielleicht, wenn ich es sehe, dann erkenne ich es bestimmt. Da, pass mal auf, diese gelben, glaube ich, waren es. So, schau an Bücher. Karten des antiken Italiens. Hier hätte ich meinen Spaß. Nimm Bücher. Nee. Schau an Buch, da ist wieder eins. Das sieht interessant aus. Dann nehmen wir das doch mal. Es heißt Geheimnisse italienischer Katakomben. So, passt auf. Wenn wir das Kartenbuch anschauen, halt, schau an Kartenbuch, dann ist hier dieses, man denkt, es ist ein Relief, das hier ist der Plan der Katakomben von Venedig, die wir gleich betreten werden. Also auch das, wenn man das nicht weiß, dann ist es einfach schwerer und es gibt, wie gesagt, keine Hotspot-Anzeige. Und es gibt hier so viele Bücherregale. Man kann immer in der vorderen und in der hinteren Reihe durchlaufen. Und ja, also keine Chance, das irgendwie durch Zufall herauszubekommen. So, wir schauen in das Graal-Tagebuch. Wir brauchen nämlich jetzt den Hinweis. Man beachtet die Teilnehmer. Der seltsame Text darunter hat anscheinend etwas mit römischen Ziffern zu tun. Willst du hinein, folge dem ersten von links. So, willst du hinein, folge dem ersten von links. Das ist der Hinweis, für welche Zahl wir uns entscheiden. Und dieses Fenster suchen wir. Engel gucken beide nach links. Da oben ist der Gral mit 2 weiteren Gralen, so ein Schild. Und dann gucken wir mal. Ist das das Richtige? Engel nach links? Weil, pass mal, wir gehen mal eins weiter. Es gibt hier, halt, wir brauchen noch was anderes, pass auf, wir brauchen noch was anderes. Wir haben ja noch gar nicht die Kordel. Wir brauchen noch die Kordel und den Pfosten. Ja, wir haben ja da alle den Film gesehen. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, kann ich euch sehr empfehlen. Toller Film. Auch wenn er ein paar Logiklöcher haben könnte, finde ich ihn trotzdem perfekt. Wen interessiert schon die Logik? Noch einen Screen weiter. Also ihr seht, es sind sehr, 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 sehr viele Bücher und die interessanten muss man wirklich wissen. Ah ja, hier. Wir nehmen diese Kordel und wir nehmen den Metallpfosten. Ihr seht schon, ich weiß schon, welcher es ist und welcher geht. So, da oben sind die Engel, aber ein Schwert. Wir brauchen aber ein Schild. Das heißt, wir gehen wieder ein Stück zurück. Nee, halt, da gucken die Engel nach links und nach... Nicht beide nach in die Mitte. Ich glaube, das ist unser... Nee, halt, da oben drüber ist dieser Teufel. Das ist nicht unser Fenster. Das ist unser Fenster, oder? Schau an, Fenster. Es sieht dem Bild im Tagebuch sehr ähnlich. Es sieht dem Bild im Tagebuch sehr ähnlich? Oh. Engel, Engel. Kelch, Kelch, Kelch. Hä? Ah, die Engel haben hier nichts. Ah, die haben nichts in der Hand auf dem Bild. Oh Mann, verdammt. Da seht ihr mal, das ist eines dieser Sachen. Da finde ich Indiana Jones 3 schwierig. Hä? Okay, gucken mal. Was ist das? Es sieht genau wie das Bild im Tagebuch aus. Ja, wo ist jetzt der Unterschied? Ist egal. Also, wir folgen dem, pass auf, Graal-Tagebuch. Folge dem ersten von links. Also, wir schauen auf die linke Tafel, auf die Inschrift. Das Teil 0, 1, 4 und 7. Wir folgen also der 1. Wir benutzen den Metallpfosten mit der 1. Achtung. Was war das für ein Krach? Sie da, bleiben Sie stehen! Hui.
ein Soldat. Und da sind wir in den Katakomben. Wunderbar. So, wir gucken noch ein Stück rein und dann springen wir noch ein bisschen weiter im Spiel nach vorne, weil wir können es tatsächlich nicht durchrätseln. Das ist unmöglich, dafür ist es zu lang und ich weiß auch nicht mehr alles und ich möchte euch nicht zumuten, dass ihr dabei zuschauen müsst, wie ein alter Mann in einem alten Adventure verzweifelt. So, wenn ich es richtig weiß, war es, glaube ich, der Raum. Ah, Skelett, jawohl. Es ist ein alter Piratenhaken. Den nehmen wir mit. So, dann gehen wir weiter. Das ist übrigens gar nicht so einfach. Auch früher war man dann darauf angewiesen, dass man sich eine Karte gemalt hat. Und jetzt pass auf, wir gehen da unten durch und dann gehen wir durch die andere Tür wieder raus, genau. Die Fackel schauen wir uns an. Sie steckt in einem Haufen trockenen Schlamms. Genau, die müssen wir erst lösen, sonst können wir die nicht benutzen. Die Musik übrigens genau die aus dem Film, ne? So, wir gehen da nach oben. Ich glaube, hier sind wir richtig. Genau. Ja, genau. Das ist der Raum, den wir suchen. Da ist der Gullideckel. Öffne Gullideckel. Hier zur Weinflasche. Schau an. 1924, ein sehr schlechter Jahrgang. Wem erzählen Sie das? Dann darf ich sie hoffentlich nehmen, oder? Darf ich das hier abräumen? Nur zu, es war ein abscheulicher Wein, ein scheußlicher Wein. So, wir haben eine Flasche, die brauchen wir nämlich. Jetzt gehen wir kurz rüber zum Brunnen und füllen diese Flasche mit Wasser. Jetzt sieht man es wieder, ne? Jetzt geht der Indie in groß, geht aus dem Bild. Und jetzt ist er da unten in klein, er verkleinert sich nicht. Das machen sie später in den Spielen, machen sie das eigentlich immer. So, benutze Weinflasche mit Brunnen. Nun ist die Flasche voller Wasser. Sehr schön. Wir holen uns noch die Fackel und dann springen wir noch ein bisschen weiter im Spiel. Ich habe ein paar Spielstände angelegt extra für euch, weil wie gesagt, ich finde es sonst schwierig, das Ganze. Wupp, da ist er weg. So, jetzt wird er den Weg zurückfinden. Ich gucke ein bisschen auf die Karte. Neben mir hier was. Also es ist wirklich gar nicht so einfach, selbst wenn man die Karte hat. Also man kann sie ja nicht abmalen, beziehungsweise wenn man dann wissen will, dann muss man ständig in dieses Kartenbuch gucken. Na? Hier, da seht ihr, nämlich hier war der Gully, jetzt sind wir hier in diesem Raum. Also es ist so einigermaßen, aber man muss dann jedes Mal reingucken oder man zeichnet sich's ab. Abmalen war damals ja noch üblich. So, da sind wir richtig. Weinflasche benutze, Weinflasche mit Fackel. Das hat den Schlamm gelöst. Nimm Fackel. Oh oh. Hoppla, die Weinflasche ist zerbrochen. So, wir sind eines tiefer und jetzt springen wir kurz und schauen uns noch den gefundenen Ritter an.
Da sind wir wieder im Raum des Ritters und wenn wir jetzt schauen, dann können wir hier auf den Sarg gucken. Und da ist er. Der Schild ist der zweite Hinweis, den Donovan gesucht hat. Lass mal sehen. Erwähnt die antike Stadt Alexandretta. Die Stadt Iskenderun wurde auf ihren Ruinen erbaut. Dort werden wir den Gral finden. Sehr schön. Das ist also dann der Fundort des Ritters. Und da sind wir wieder draußen. Dr. Jones! Ich habe überall nach Ihnen gesucht. Markus, ich habe herausgefunden, wo dein Vater steckt. Man hält ihn in Schloss Brunwald gefangen, nahe der Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Gut. Und ich weiß jetzt, wo der Gral steckt. Er ist in Iskenderun. Natürlich, Iskenderun. Natürlich. Markus, warum bist du so nass? Frag lieber nicht. Okay, ich rette Vater, dann treffen wir uns in Iskenderun. Klar. Kein Problem. Ich bin dann weg. Wo liegt eigentlich Iskenderun? Guter Sprung. Ich schaue mich hier mal um. Ich bin in ein paar Minuten zurück. Ja, da sind wir angekommen an Schloss Brunwald. Die wunderbare Sequenz im Film und im Spiel ist das eine richtige Kopfnuss, das kann ich euch sagen. Also Schloss Brunwald werden wir nicht weit anschauen. Da kommt man nämlich irgendwann in diese Karte. Und wenn man den Soldaten begegnet, dann muss man sie entweder bequatschen oder man muss sie umhauen. Und umhauen ist wirklich extrem nervtötend. Ich mag das Kämpfen überhaupt nicht. So, und außerdem habe ich festgestellt, mein Spiel kackt irgendwie. Guckt mal, normalerweise sollte ich einen kleinen Indie haben. Ah! Das war knapp. Fast Soldat. Fast einen Soldat erwischt. Und wenn man zu den Türen geht, dann kann man die Soldaten also immer umgehen. Nanu, ich wollte da gar nicht weiter. Lass den Soldaten mal kommen. Also man sieht, man kommt teilweise gar nicht an denen vorbei, egal, also mal abgesehen davon, dass ich riesig bin, ist das wirklich nicht so einfach. Wir können jetzt einfach hier in eine Tür reingehen. Zum Beispiel, da sind wir im späteren Saal. Das ist eine dieser Sachen, pass mal auf, wir drücken mal die Statue. Und dann fällt dieses Ding um. Hoppla! So, schaut euch mal das hier an. Diese Markierung, die brauchen wir später, wenn wir gefesselt sind mit meinem Vater. Ich kann ja jetzt ein bisschen spoilern. Ich meine, das Spiel ist ja euch allen bekannt. Und wenn ich das hier nicht mache, dann muss ich mich später auf gut Glück in die Position rütteln, dann diese Rüstung treten und dann fällt die Axt runter. Und wenn ich nicht an der richtigen Stelle stehe, dann haut's mir, ja, dann stirbt Indy. Das heißt, in dem Spiel kann man wirklich an manchen Stellen noch sterben. Und wenn man diese Markierung hat, dann ist es natürlich deutlich einfacher. Und das sind solche Sachen, das sind solche Designentscheidungen, die sind einfach noch sehr unelegant. Und deshalb muss ich sagen, ist Indy 3 für mich ein tolles Spiel. Aber ohne Komplettlösung würde ich sagen, harte Nuss, harte Nuss, harte Nuss. Wir springen noch ein bisschen weiter und gucken uns noch ein paar andere Szenarien an. Zum Beispiel gibt es natürlich auch die legendäre Szene im Zeppelin. Auch hier muss man dann mit beiden Protagonisten arbeiten. Man kann mittlerweile hin und her schalten zwischen Henry und Indy. Henry hat nur ein paar Münzen und die kann man zum Beispiel dem Pianisten zustecken und ihn dadurch ein bisschen ablenken.
Das sind dann einige Rätsel, die man erledigen muss, damit die Nazis einen nicht erwischen. Am Schluss muss man eine sehr, sehr nervtötende Flugzeugfliegesequenz meistern. Oh, benutze Münzen mit Schüssel. Danke sehr. Was möchten Sie gerne hören? Wie wär's mit der Ouvertüre aus Krieg der Sterne? Ja. Edelweiss, die Symphonie mit dem Peitschenschlag, Krieg der Sterne. Nein, aber sicherlich mögen Sie dieses kleine Lied. Na gut, dann eben nicht. Ja, genau, drücke. Das sollte reichen. Genau, ich erinnere mich. So, schnell raus, weil er kommt nämlich gleich wieder. Das ist nur ein sehr kurzes Lied. Jemand hat das Funkgerät zerstört. Es muss es schnell wie möglich reparieren. Oh, ja, du armer Kerl. So. So, nun können wir diesen Schraubenschlüssel, benutze Schraubenschlüssel mit dem Loch. Und jetzt kommt die Leiter. Und jetzt kommt wieder eine dieser Sequenzen, wo man dann wirklich sagen muss, oh Mann, das sind so Designentscheidungen, die... Ha! Wir speichern kurz ab. Und dann gehen wir nach oben. Und jetzt passt auf. Ich erinnere mich nämlich jetzt. So, wir haben auch hier wieder eine Kartensequenz. Und es gibt Soldaten. Und diese Soldaten können wir fast nicht besiegen. Weil man kriegt's, also ich krieg's aber nicht gut hin mit dem Kämpfen. Ich blick's einfach nicht. Und die Ausdauer reicht dann wirklich nicht für ein oder zwei, sondern nur für einen. Jetzt muss man gucken. Ja, siehst du, der ist nämlich dann... Man muss die wirklich umgehen. Sonst hat man keine Chance. Also kämpfen ist wirklich keine gute Idee. Oh, jetzt folgt der mir noch. Nein! Puh. Ah, verdammt, 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 verdammt! Ist das ein Käse? Da ist eine Leiter. Hä? Wo geht die hin? Warum? Ach, verdammt. Oh, einen habe ich geschafft. Ich habe einen geschafft. Ach du Schande, Leute, ganz ehrlich, das ist ja beschissen hier. Wo muss ich jetzt hin? Ah, jetzt kommt er wieder. Oh nee, Leute, pass auf, genau das ist genau das. Genau das. Sowas kann ich überhaupt nicht ab. Also wenn euch das nervt,
Dann müsst ihr echt einen Bogen um das Spiel machen. Wir gucken jetzt noch in die Endsequenz rein und dann, damit ihr noch ein bisschen was gesehen habt, und dann machen wir ein kleines Fazit. Wenn die Karte in deinem, wir sind hier die Helden der Arthur, wir sind wie die Helden der Arthur-Sage. Du bist Galahad, der tapfere Ritter, und ich, sein Vater, Lancelot, der abgelehnt wurde. Er wurde Henry, Inri, gut euch wiederzusehen. Markus, Markus? Was tust du hier? Und warum bist du so dreckig? Frag lieber nicht. Markus, mein alter Freund, wie ist es dir ergangen? Und jetzt labern die beiden und wir gehen jetzt aber zum Tempel. Und auch hier seht ihr wieder, Indy Sprite verschwindet und da hinten kommt er als klein wieder zum Vorschein, weil es eben keine Skalierung innerhalb der Grafik gibt. Hey, ihr zwei, jede Sekunde zählt. Da rollt ein Kopf. Okay. So, wir müssen darüber und wir können das auch nicht verhindern, was jetzt passiert. Ihr kennt es ja aus dem Film. Ah, Indiana Jones, gerade rechtzeitig. Mir sind anscheinend die Freiwilligen ausgegangen. Donovan, Donovan, Donovan. Es gibt nichts, wo absolut gar nichts, das mich überzeugen könnte, den Gral für Sie zu holen. Außer vielleicht das hier. Ich dachte mir, dass Sie mich sofort verstehen. Die Heilkräfte des Grals sind das Einzige, was Ihren Vater jetzt noch retten kann. Ich schlage vor, Sie beeilen sich, Dr. Jones. Junior, denke an das Tagebuch, die 3 Prüfungen. Halte durch, Vater, ich bin so schnell wie möglich zurück. Nur der zur Buße bereite Mann wird bestehen. Ja, im Film sagt er dann, nur der bußfertige Mann wird bestehen. Zur Buße bereit, der bußfertige Mann. Der bußfertige Mann zeigt Demut vor Gott, er kniet. Pass auf, jetzt ist es so, wenn man hier an die falsche Stelle knickt, irgendwann kommt, zack, zensiert, ouch. Und dann ist man tot. Und das kann man auch nicht verhindern. Und dann kommt die Szene nochmal. Bin gleich wieder da. So, wir müssen auf eine kleine, unscheinbare Stelle klicken. Dann klappt das. So, der Bildschirm muss weitergehen, nicht zu weit gehen. Und dann hier, guckt dieses kleine Pünktchen. Das sollte es eigentlich sein. Und dann macht er das hier. Fupp. Ich bin durch. Im Tuskin wird Jehova, sag nochmal. Er sagt es gleich nochmal, pass auf. Jehoba geschrieben. Also wir dürfen nur auf die Buchstaben des Wortes Jehoba springen. Halt. A, O. Wenn ich daneben springe, macht's fupp und er ist weg. Jehoba. B. Jehoba. Ach, verdammt. Oh nein, da ist eine Sackgasse, weil ich da vorne nicht weiterkomme. Da ist nämlich ein U und ich brauche aber ein O. Also ihr seht, das ist jetzt nicht wirklich schwer. Aber man muss es eben wissen. A und zack, durch. So, allein im Sprung vom Kopf des Löwen wird er sich als würdig erweisen. Da muss man einfach drüben hinklicken und dann macht er diesen hier. Und da sind wir auch beim Ritter des Heiligen Grals. Ich wusste, ihr würdet kommen. Wer sind Sie? Ich bin der letzte der 3 Brüder, die sich schwörten, den Gral zu finden und zu bewachen. Das war vor über 700 Jahren. Ihr seid seltsam gewandet für einen Ritter. Nun, ehrlich gesagt, bin ich kein Ritter. Das ist egal, ihr habt eure Würdigkeit in den 3 Prüfungen bewiesen. Die Ehre, den Gral zu bewachen, ist nun eure.
Aber sie verstehen nicht, mein Vater liegt verwundet hier im Tempel. Ich muss den Gral finden oder er stirbt. Nun gut, ich sehe, euer Motiv ist rein. Wähle. So, und jetzt hat man sich entweder den Hinweis da hat es mir irgendwie den Spielstand zerrissen. So, und jetzt hat man sich entweder den Hinweis in den Katakomben von Venedig gesucht, da steht nämlich dann etwa drin, welcher Gral es sein müsste, oder man muss raten. Und raten führt ganz, ganz oft zu einem ganz, ganz blöden Ergebnis. Du verdammt, ich habe aus Versehen den Falschen genommen durch Zufall. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Und keiner sagt, frag lieber nicht. Er lief dahinter von der Blatt Kopf. Oh nein. Ja, wie schön. Ich habe gerade Indiana Jones gelöst. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie er stirbt. Ach du Schande, was für ein Vollpfosten bin ich doch. Es war wirklich Zufall. Oh mein Gott. So, ich bin nochmal zurückgesprungen, weil das war wirklich peinlich. Ich versuche euch hier mein Scheitern zu zeigen und nehme aus Versehen, und es war wirklich Zufall, den richtigen Kelch. So, benutze Gral mit heiligem Wasser und dann sehen wir die berühmte Sequenz, die wir aus dem Film kennen, dort allerdings nicht mit Indy, sondern mit Donovan. Seine Wahl war schlecht. Und dann macht man es nochmal. So, das reicht mir für einen Blick auf Indiana Jones and the Last Crusade, und für ein Fazit ist es definitiv der richtige Zeitpunkt. Bis gleich. Was für ein Trip in die Vergangenheit. Ihr habt's unbedingt haben wollen. Indiana Jones sollte es sein. The Last Crusade, eines der Adventures, die ich bei meinem Kumpel auf dem Amiga zuerst gespielt habe. Auf dem PC hat es bei mir etwas gedauert. Und das, was wir jetzt gespielt haben, war auch die deutlich aufpolierte VGA-Fassung. Am Anfang sah es auf dem PC, wenn ich mich recht erinnere, nicht so gut aus. Und auf dem Amiga hat es zwar super ausgesehen, für meine damaligen Begriffe, aber es war von der Performance her etwas langsamer. Also es hatte so seine Zicken. Jetzt bekommt man eine richtig schöne Version über die verschiedenen Plattformen, die auch gut aussieht und die sich auch gut spielen lässt. Aber es ist ein Adventure von 1989. Es ist das dritte, würde ich mal sagen, Hauptadventure von LucasArts, damals noch Lucasfilm Games, und vieles, was sie sich später erarbeitet haben an Gameplay-Annehmlichkeiten, hatte Indiana Jones 3 noch nicht. Ganz kurz, Indiana Jones 3 sagt man zwar, aber es gab natürlich niemals einen ersten und zweiten Teil. Das lag einfach und allein am Film Indiana Jones 3. Deshalb hieß das Spiel bei uns auch immer Indy 3. Ich weiß nicht, wie es ihr genannt habt. Also, wir waren bei den Gameplay-Annehmlichkeiten. Also, ihr merkt schon, es gibt keine Hotspot-Anzeige. Man muss sich die Begriffe zusammenklicken. Man muss dann immer noch extra bestätigen. Man weiß nicht genau, was wo ist. Es gibt einige Fallstricke, über die man stolpern kann, mit denen das Lösen des Spiels wesentlich schwerer wird, ne? Wenn man nicht weiß, welchen Gral man nehmen muss. Oder wenn man nicht weiß, wie man die Soldaten beschwatzt und dann gegen sie kämpfen muss. Das sind richtig gemeine Stellen und ich mochte die auch damals schon nicht. Und sie gefallen mir auch jetzt, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also die Kämpfe sind für mich das Schlimmste am Spiel. Deshalb ist Indiana Jones 3 für mich zwar immer noch ein toller Meilenstein, aber ganz ehrlich, ohne Komplettlösung würde ich da nicht mehr rangehen. Das wäre mir wirklich meine Zeit nicht mehr wert.
So gut dieses Spiel ist und so toll es ist, es auch nochmal zu erleben, aber sich da reinzufuchsen, wie man das früher gemacht hat, ne? Man saß da, man hat dann die Bücherreihen durchgeschaut in der Bibliothek. Am nächsten Tag hat man sich mit seinen Kumpels auf dem Schulhof unterhalten und sagt, du, ich habe da ein Buch entdeckt. Und dann wusste der das auch und so hat sich das weiterentwickelt. Oder man hat sich ein Heft gekauft und wusste dann einfach, wie es weitergeht. Also damals war das noch okay. Da war man über solche Fallstricke nicht mal verwundert, weil die Spiele waren einfach zum Großteil bockschwer. Aber solche Gameplay-Annehmlichkeiten, muss ich sagen, die fehlen mir dann einfach doch zu sehr. Und gerade LucasArts hat ja dann danach auch kräftig an der Komfortschraube gedreht bei seinen Adventures. Ne? Also wenn ich da an Monkey Island denke, was als nächstes kam, da war das schon alles viel, viel komfortabler. Und so wurde es von Adventure zu Adventure einfach genial. Und das muss man ihnen einfach lassen, das haben sie richtig gut gemacht und LucasArts Adventures waren damals dann einfach meine absoluten Favoriten. Einen Testbericht, wie ich sonst mache von der PC Games, habe ich natürlich nicht, weil 1989 gab es die PC Games noch gar nicht. Aber ich habe einen anderen Testbericht digital gefunden, nämlich in der ASM 1189 auf der Seite, was haben wir denn hier? 81. Und da ist der Testbericht von Indiana Jones. Ich zeige es auch hier ganz kurz eingeblendet. Da seht ihr sehr, sehr, sehr viel Text. Ja, so war das damals, ne? So hat man diese Testberichte geschaut. Wir blättern weiter. Hier ist dann der schöne Testbericht und hier die Meinungen dazu. Und hier steht bei positiv: ansprechende Sounds, gute Story, kaum inhaltliche Fehler, Adventure in Deutsch, anständige Grafiken, Save- und Restore-Funktionen, Hauptdarsteller sichtbar, auch andere Charaktere animiert, durchaus interessant für Adventure-Anfänger, besonders empfehlenswert. Oha, naja, kann man so sehen. Dann negativ, kein echter Parser. Ich entschuldige mich jetzt für alle jüngeren Zuschauer, die jetzt ausgestiegen sind gedanklich. Kein echter Parser. Ganz kurz, die haben sich wirklich in dem Bericht so ein bisschen drüber ausgelassen, dass das Spiel nur diese Point-and-Click-Begriffe hat und man eben keine freien Sätze mehr eingeben kann. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt ja noch in und angesagt und die haben das hier tatsächlich vermisst. Da wundert man sich natürlich heute nur noch drüber. Also kein echter Parser, keine Möglichkeit, Befehle über Tastatur einzugeben. Technische Mängel, keine dichte Atmosphäre, Adventure zu einfach zu lösen. Okay, die sind anderes gewöhnt. Störende Actionsequenzen, ja, das ist auf jeden Fall. Die Kampfsequenzen, auch das mit dem Flugzeug, das ist nicht so wirklich. Und keine automatische Angabe sichtbarer Objekte. Ja, das ist für mich einer der größten Knackpunkte. Man sieht die Hotspots nicht, man findet die Hotspots einfach nicht, wenn man es nicht weiß. Also es muss ja gar keine Vorschauanzeige sein per Tastendruck, aber wenn man drüber hovert, dann finde ich, sollte es die Hotspots einfach anzeigen. Das macht es einfach angenehmer. Ich möchte es nicht mehr ohne spielen. Ja, Indiana Jones and the Last Crusade, ein toller Blick zurück. Ein Spiel, das einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr es nochmal spielen wollt, kann ich euch empfehlen. Ist ein saugutes Spiel, aber ihr solltet wissen, was euch erwartet. Also ich habe entschieden, ich spiele es nochmal. Ich habe Spaß dabei, aber nicht mehr ohne Komplettlösung, weil da reinfuchsen, das möchte ich mich nicht mehr. Ganz anders, Indy 4, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, das ist ein richtig gut poliertes Adventure von LucasArts. Das kann man sich wirklich nochmal antun. Das ist richtig, richtig gut. Das ist, ich möchte mal sagen, auf dem Höhepunkt der Perfektion an Adventure Games, also Indiana Jones and the Fate of Atlantis mit Sicherheit die bessere Wahl, wenn ihr nochmal zurückspringen wollt. Aber wenn es unbedingt The Last Crusade sein soll, dann ja, viel Spaß dabei. Ich hatte ihn definitiv, aber eben nur mit Lösung. Das war's mit Indy 3. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal gucken wir wieder in ein altes Spiel oder ein altes PC Games Heft rein. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.